Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute ist ein Tag vor dem Track Day am Hockenheimring. Das Auto war jetzt bei der Vermessung. Ich habe mich jetzt entschieden, nur noch mal den Sturz hinten einstellen zu lassen und nicht die komplette Vermessung zu ändern. Denn ich habe halt keinen Termin bekommen bei meinem Spezialisten, der mir das sonst eingestellt hat. Und mir war das Risiko zu groß, dass dann nachher das Setup nicht mehr passt. Deswegen habe ich jetzt lediglich den Sturz hinten einstellen lassen. Der war auch tatsächlich verstellt. Also sprich, so wie ich das Pi mal Daumen eingestellt habe, hat das nicht funktioniert. Ich hatte auf der einen Seite -3 Grad auf der Hinterachse und auf der anderen Seite 2,1 Grad minus. Und jetzt hat man das angeglichen auf -2,45 pro Seite. Heute soll es darum gehen, einmal die Radnaben nochmal zu säubern und auch die Aufnahmen hinten an der Felge, also sprich die Aufnahmefläche hinten an der Felge nochmal zu säubern. Und dann möchte ich die Standardradbolzen durch Titanradbolzen ersetzen. Da mache ich jetzt auch gleich einen Gewichtsvergleich. Wie viel wiegen die Titanradbolzen, die ich jetzt bestellt habe, im Vergleich zu den Originalradbolzen? Es ist kein riesiger Unterschied, aber die Titanradbolzen können nicht rosten und sind eben ein bisschen leichter. Das heißt, das steht heute auf dem Plan. Ich habe jetzt bereits off-camera einmal Motorölstand geprüft. Der ist, ja, sage ich mal so 20% unterhalb von Maximum. Das heißt, das passt. Ölwechsel hatte ich ja Anfang des Jahres irgendwann im März gemacht. Und die Bremsflüssigkeit habe ich ja zuletzt erneuert. Das passt also auch. Wenn ich das Auto jetzt gleich oben habe und die Räder habe, muss ich mal schauen, ob ich vielleicht die Bremskühlung an der Vorderachse installiere. Allerdings sind die Temperaturen nicht so heiß. Das heißt, vielleicht lasse ich das auch. Ich werde auf jeden Fall alle Bremsscheiben einmal reinigen mit Druckluft. Zeige ich euch dann auch gleich. Jetzt hätte ich aber gesagt, schauen wir erstmal, was die Titanradbolzen wiegen. So, hier habe ich die Waage aufgebaut. Die kennt ihr vielleicht aus dem einen oder anderen Video schon. Hier sind die neuen Titanradbolzen. Die sehen dann so aus. Sind also ganz neu und entsprechend auch noch sehr schön. Die werden sich natürlich im Laufe der Zeit auch ein bisschen, sage ich mal, Schmutz einfangen und hier die Auflagefläche wird ein bisschen beschädigt werden. Ich werde aber heute, bevor ich die einsetze, die ganzen Auflageflächen noch einmal reinigen, zeige ich euch gleich. Jetzt schauen wir aber erstmal, wo wir da gewichtstechnisch liegen, wenn wir eben diese Titanbolzen einmal wiegen. So, ich habe die Waage aufgebaut, ich habe die Waage auch genullt. Das heißt, ja, wir können mit der Messung beginnen. Ich lege jetzt einfach alle Radbolzen drauf. Und jetzt schauen wir mal, was die Waage anzeigt. Die Waage zeigt jetzt 0,8 an, bedeutet also 800 Gramm wiegen jetzt diese Titanradbolzen. Und jetzt hätte ich gesagt, nehme ich einmal die Räder ab. Und wir vergleichen einmal, was die Originalradbolzen wiegen. So, ich habe jetzt am Auto die alten Radbolzen entfernt. Hier, wie gesagt, die Waage ist genullt. Und rein optisch, also rein vom Gefühl her, muss ich sagen, fühlen sich die Originalbolzen schwerer an. Jetzt schauen wir mal, was die Waage dazu sagt. Ich versuche die jetzt hier auch so mittig zu platzieren wie die anderen, dass das möglichst, sage ich mal, vergleichbar ist von der Messung. So, jetzt haben wir die hier alle drauf. Jetzt schauen wir mal, was die Waage anzeigt. Die Waage zeigt jetzt 1,2 Kilogramm an. Bedeutet im Vergleich zu den Titanradbolzen, die ja 800 Gramm Gewicht auf die Waage gebracht haben, haben wir jetzt hier tatsächlich 400 Gramm eingespart. Das ist natürlich, also als absolute Zahl sind 400 Gramm natürlich nichts, ne? Das ist einmal auf Toilette gehen oder so. Aber auf der anderen Seite ist es ja momentan relativ schwierig geworden für mich, irgendwo noch Gewicht aus dem Auto rauszunehmen. Zudem habe ich ja auch relativ einseitig Gewicht entnommen, vor allem auf der Hinterachse. Relativ wenig auf der Vorderachse, da habe ich nur die Motorhaube getauscht und dafür aber dann jetzt die große Bremse drauf, also eigentlich verloren. Sprich mehr Gewicht hinzubekommen auf der Vorderachse und also mit den Radbolzen kann ich mir zumindest noch mal ein bisschen Gewicht an der Vorderachse einsparen. Wie gesagt, nur ganz minimal, aber ja, immerhin etwas. So, jetzt hätte ich gesagt, der nächste Schritt, die Radbolzen seht ihr dann am Ende des Videos noch mal, wenn ich sie einbaue. Jetzt kommt erstmal das Reinigen der Radnabe und das Reinigen der Bremsscheibe. Da geht es am Auto weiter. So, ich denke, man kann das jetzt ganz gut erkennen, dass es ist jetzt nicht schlimm, weil ich das regelmäßig säubere. Also eigentlich immer, wenn ich die Räder abhabe, mache ich das auch sauber. Das sieht normalerweise deutlich schlimmer aus. Nichtsdestotrotz, jetzt wo das Auto ja auf die Rennstrecke kommt, wir sehen auch hier, hat sich so ein bisschen Flugrost gebildet hier innen drin.
ist auch ein bisschen Flugrost. Das heißt, ich werde jetzt hier diese Auflagefläche reinigen. Das mache ich auch innerhalb der Felge. Wir fangen aber jetzt hier mal an der Radnabe die Aufnahmefläche zu reinigen. Dann werde ich hier diese, ich nenne es jetzt mal Zacken, wo man nachher die Felge aufsetzt, die werde ich reinigen. Dann werde ich hier innen drin ein bisschen reinigen, das auch wieder mit Zinkspray so ein bisschen versiegeln. Und dann gehen wir an die Innenseite der Felge. Und da gibt es ein ganz praktisches Werkzeug dafür. Das zeige ich euch jetzt einmal, wie ihr das sozusagen automatisiert reinigen könnt. So, und zum Reinigen nutze ich hier einen solchen Aufsatz. Der hat hier so eine Reibscheibe. Die kann man auch tauschen, die gibt es im Zubehör. Das heißt, das ist hier nur mit Klett dran fest. Ich will jetzt nicht zu fest ziehen, weil die ist ja noch gut, aber wenn die halt verbraucht ist, kann man die abziehen. Man macht eine neue ran und das wieder verwenden. Hat hier hinten einen ganz normalen, ja, großen Imbussanschluss oder halt einfach einen Anschluss, dass man das im Akkuschrauber betreiben kann. Da spanne ich das ein. Das Ganze gibt es auch noch mal mit so einem Innenaufsatz. Das heißt, dann könnt ihr auch die Innenseite der Felge, also da das Gegenstück, die Felge rutscht hier ja drüber und dann habt ihr ja in der Felge einen gewissen Grat, der hier drauf sitzt. Und diesen Grat könnt ihr dann mit diesem Aufsatz, weil der in der Mitte eben hier diese Erhöhung hat, könnt ihr in die Felge rein und das auch reinigen. Das zeige ich euch dann später. Jetzt fangen wir aber erstmal mit der Radnabe an. Da kann das hier einfach so drüber gesteckt werden und dann dreht sich das. Seht ihr gleich, schicke Geschichte. Muss man nicht ganz so viel schrubben, wie wenn man das mit der Hand macht. So, das habe ich jetzt eingespannt und jetzt, wie gesagt, reinige ich hier die Auflagefläche. Ihr seht, das staubt jetzt auch ein bisschen. Jetzt fahre ich hier einmal drüber, um zu gucken, ob das schön plan ist. Durch die Handschuhe spürt man das jetzt nicht 1000%, aber es fühlt sich eigentlich sehr, sehr gut an. Jetzt werde ich das Ganze hier noch mit so ein bisschen Drahtwolle reinigen, außen und innen. Dann versiegle ich das hier und dann gehen wir an die Felge. So, und wie gesagt, um die manuelle Arbeit kommt man nicht ganz herum. Hier mit diesem Schleifpad werde ich jetzt die etwas schwieriger zugänglichen Ecken noch manuell reinigen. Das sieht jetzt sehr gut aus, das gefällt mir. Und jetzt werde ich hier die Innenseite auch noch reinigen. Somit hätten wir jetzt die Auflagefläche für die Felge und auch hier diesen Innenkranz gereinigt, was ich jetzt noch mache. Das habe ich allerdings neulich schon mal gemacht, deswegen sehen die Löcher jetzt so gut aus. Dadurch, dass ich aber ein bisschen geschliffen habe, sind jetzt wieder Partikel auch hier auf der Bremse bzw. auf dem Bremssattel, werde ich das Ganze jetzt abpusten, gleichzeitig noch mit dem Staubsauger absaugen, damit nicht so viel Bremsstaub in der Luft ist und ich den Mist nicht einatme. Das heißt, ich halte jetzt hier den Staubsauger ran und puste ein bisschen Luft durch, damit die Löcher wieder alle frei sind und die Bremskühlung wieder optimal gegeben ist. Zudem, dass wir hier die Partikel wegbekommen. Dann wische ich hier noch einmal mit dem Bremsenreiniger drüber und dann ist gut. So, Staubsauger und Druckluft ist bereit. Jetzt wird es ein bisschen lauter und ich mache das hier etwas sauber. So, wie ihr gesehen habt, ist das eine ganz schön staubige Angelegenheit. Da empfiehlt es sich auch, irgendwie eine kleine Staubschutzmaske oder irgendwas zu tragen, damit man da nicht die volle Ladung abbekommt.
Ja, ist aber sehr wichtig, damit diese ganzen Löcher und auch der Innenbereich wieder frei ist von dem Bremsstaub. Denn nur dann kann die Bremsscheibe auch wirklich gut durchlüftet werden. Wenn das hier alles zugesetzt ist, wird die Bremsscheibe nicht mehr richtig durchlüftet. Dann habt ihr noch mehr Abrieb. Das ist dann so ein Teufelskreis. Das heißt, das sollte man auf jeden Fall vor dem Trackday-Einsatz oder vor dem das härteren Fahreinsatz machen. Allgemein ist das auch ganz ratsam, wenn man das ab und an einfach mal macht, selbst wenn man das Fahrzeug im normalen Straßenbetrieb hat. Wie gesagt, die Kühlleistung wird verbessert. Jetzt, wie gesagt, mache ich das noch ein bisschen mit Bremsenreiniger sauber. Habe ich hier einfach ein altes Tuch, was ich immer nehme. Ich habe so ein paar Schmutztücher. Da haue ich einfach ein bisschen Bremsenreiniger drauf. Dann fahre ich hier die Flächen einmal ab. Vor allem hier diese Auflageflächen, dass da eben keine Partikel mehr vorhanden sind. Gehe ich hier noch einmal über den Sattel so grob drüber. Auch noch mal ein bisschen hier auf die Scheibe. Auf die Rückseite, da komme ich nicht wirklich ran, weil da ist ja das Hitzeschutzblech. Aber das ist jetzt die Seite, wo ich sozusagen bearbeitet habe. Das passt jetzt. Hier hole ich mir jetzt ein bisschen Zinkspray und werde hier das Ganze noch ein bisschen versiegeln. So, und damit ich jetzt hier nicht die Auflagefläche ansprühe, packe ich mir hier einfach mit ein bisschen Klebeband das hier so ein bisschen an den Rand. So ist er jetzt ein bisschen geschützt und jetzt kommt hier einfach ein bisschen Zinkspray hin. So, und damit ist das jetzt wieder ein bisschen korrosionsgeschützt. Das heißt, wenn man hier mal an die Schraube ran muss, dann ist sie nicht total festgegammelt. Empfiehlt sich auf jeden Fall, das ein bisschen zu behandeln. Wachs oder irgendwas würde ich hier jetzt nicht anbringen, denn da ist ja eine gewisse Temperatur, die hier entsteht. Und wenn ihr da jetzt Wachs oder irgendwas dran packt, habt ihr immer das Risiko, dass das dann nachher bei den höheren Temperaturen abtropft und im ungünstigsten Fall auf eurer Bremsscheibe landet. Deswegen so ein bisschen Lack oder Zinkspray ist da, denke ich, die beste Lösung, um das Ganze zu versiegeln. Jetzt schauen wir uns die Felgeninnenseite an und wie wir die reinigen. So, jetzt die Felgenreinigung bzw. die Reinigung der Felgenauflagefläche. Ich habe jetzt hier, ich denke, man kann das sehen, mir so eine Gummimatte drunter gelegt, damit, wenn ich die Felge jetzt umdrehe, ich mir nicht den Felgenkranz oder halt die Felge von außen verkratze. Um diese Auflagefläche geht es, auch diesen Kranz hier in. Dadurch, dass die jetzt so schön lackiert ist und das eine sehr schöne Felge ist, werde ich jetzt nicht mit dem Werkzeug arbeiten, was diese Nase hat. Also sprich, ich werde nicht diesen Aufsatz nutzen, denn der würde mir ja den Lack hier beschädigen, beziehungsweise der ist einfach sehr grob. Das könnt ihr auf so einer normalen silbernen Alufelge oder auf einer Stahlfelge könnt ihr das machen. An der Felge will ich das jetzt nicht tun. Das heißt, ich nutze auch hier den normalen Aufsatz, einfach um diese Auflagefläche, die wir hier haben, nochmal zu säubern und nutze dann meine Stahlwolle bzw. meine Schmirgelwolle, um hier diese Kante zu säubern. Und ich denke, jetzt werdet ihr einen schönen Unterschied sehen können. Jetzt haben wir hier eine ganz saubere Oberfläche, die auch schön plan ist. Jetzt mache ich das hier noch mit der Schmirgelwolle. Jetzt ist auch dieser Grat hier oder diese Kante ist jetzt auch schön sauber. Jetzt mache ich das mit Bremsenreiniger noch ein bisschen sauber. Und so haben wir eine sehr, sehr schöne und auch saubere, plane Oberfläche. Auch hier dieser Kranz ist jetzt schön sauber. So ist das ideal, um das wieder am Fahrzeug zu befestigen.
Ich werde jetzt hier noch ein bisschen den Dreck raussaugen und dann kann das wieder ans Auto. So, dadurch, dass jetzt die Innenseite schön sauber ist, müssen wir uns natürlich auch hier um die Vorderseite kümmern. Da, wo die Radbolzen in die Felge greifen, hat man hier so eine kleine Auflagefläche, die ist auch leicht verschmutzt. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, das zu reinigen, weil hier eben das ein bisschen gefährlich ist mit der Felge, dass man die verletzt. Da muss man das, ich mache das immer so, dass ich das hier so ein bisschen zusammenknülle. Aber wie gesagt, da kommt man immer sehr schwer ran. Da muss man immer gucken. Also normalerweise hat das mit dem Zusammenknüllen immer geklappt. Und dann einfach so ein bisschen vorsichtig drehen, um diesen Sitz zu säubern. Wie gesagt, ist immer eine diffizile Geschichte bei so einer schönen Felge. Aber der Sitz sollte eben schon auch sauber sein. Alternativ kann man natürlich auch irgendwie einen alten Radbolzen nehmen und ein bisschen Schleifpaste oder sowas. Aber ja, also das ist halt echt eine unangenehme Geschichte, aber ein bisschen sauber sollte man auch diesen Sitz dort unten machen. Und wenn dann halt ein bisschen was am Lack ist, dann ist es eben so, das Ding wird ja auch eingesetzt auf der Rennstrecke. Ein bisschen Kampf- und Schleifspuren lassen sich dann eben nicht vermeiden. Das ist wie am Lack. Da habe ich auch gewisse Kampfspuren, die muss man einfach in Kauf nehmen. So, jetzt habe ich die auch nochmal gereinigt. Jetzt sind die hier nochmal ein bisschen sauber. Das werde ich jetzt auch mit dem Tuch nochmal nachwischen. Das mache ich jetzt an allen 4 Rädern, also 3 fehlen noch. Und dann hätte ich gesagt, schauen wir uns das mal an, wie das aussieht mit den Radbolzen. So, ich habe jetzt alle Auflageflächen von den Reifen bzw. von den Felgen gereinigt, sowohl an der Radnabe als auch auf der Rückseite der Felge und habe auch alle Bremsscheiben und auch die Bremssättel einmal durchgepustet. Habe dann entsprechend, habt ihr ja gesehen, auf der Hinterachse das Ganze mit Zinkspray behandelt, sodass das da nicht mehr rostet. Auf der Vorderachse, da war der Rostansatz eigentlich gar nicht vorhanden, denn da hatte ich vor einiger Zeit mal so ein bisschen Keramikpaste in die Innenseite geschmiert. Das habe ich lediglich nochmal aufgefrischt. Wie gesagt, wichtig ist einfach nur, dass auf der Aufnahmefläche, also sprich auf der Fläche, wo die Felge zur Radnabe Kontakt hat, dass dort eben sozusagen alles blank ist und ihr da nicht irgendeine Keramikpaste oder sonst irgendwas auftragt. Ansonsten diese kleinen Zacken, ich blende das nochmal ein, die aus der Radnabe rausschauen, die könnt ihr ruhig mit ein bisschen Keramikpaste oder so einschmieren, damit das da nicht rostet und das sich dann auch später wieder leichter lösen lässt. Wobei man sagen muss, wenn man da eine hochwertige Felge hat, die rostet eigentlich nicht fest, es sei denn, man hat die wirklich über Jahre am Fahrzeug, ohne die je zu demontieren. Aber jetzt bei meinen Felgen ging das immer problemlos. Ich wechsle die allerdings auch relativ regelmäßig. Was ich auch gemacht habe, sind jetzt die Titanradbolzen, sind jetzt schon drin. Ich finde, das passt ganz gut zu der goldenen Felge, deutlich besser als das schwarze vorher. Ich zeige euch das jetzt noch einmal aus der Nahaufnahme, damit ihr das nochmal sehen könnt. Also wie gesagt, diese Titanradbolzen, finde ich, fügen sich ganz gut in das Bild ein, beziehungsweise sind nicht mehr so auffällig wie die schwarzen Radbolzen und passen ganz gut zu der goldmatten Felge. So, das Ganze jetzt nochmal aus der Nahaufnahme. Wie gesagt, das sind jetzt diese Titanradbolzen. Ich werde das Auto jetzt absenken, dann mache ich da nochmal ein bisschen Luftdruck drauf, wobei ich morgen sowieso wieder 4-mal Luft ab und wieder auflassen muss. Das ist immer ein bisschen aufwendig auf der Rennstrecke, weil einfach die Temperaturunterschiede so hoch sind, dann auch der Reifendruck eben entsprechend ansteigt bzw. stark wieder abfällt. Aber das bin ich mittlerweile gewohnt. Das heißt also, ich habe immer ein entsprechendes Reifenkontrollgerät dabei, damit ich das dann an der Strecke machen kann. Und Gott sei Dank habe ich ja auch Handschuhe an, weil sonst würden einem die Finger verbrennen, denn das ist immer feuerheiß. Jetzt, wo ich es aber erwähne, sollte ich das Gerät mal noch einpacken. Nicht, dass ich das dann morgen nicht dabei habe. Zeige ich euch noch mal schnell. Ist hier so ein ganz einfaches Reifen- bzw. Druckkontrollgerät und damit kann man dann auch wunderbar ablassen. Also das empfehle ich jedem, wenn er zu einem Track Day geht, einmal einen kleinen Kompressor mitnehmen. Da gibt es ja so batteriebetriebene, damit man Luft auffüllen kann und eben so ein Kontrollgerät, damit man schnell Luft ablassen kann. Ja, wie gesagt, jetzt lasse ich das Auto noch ab, ziehe das Ganze mit dem entsprechenden Drehmoment, 135 Newtonmeter kriegen die jetzt bei mir und dann hoffe ich mal, dass morgen alles funktioniert. Bremse, wie gesagt, bin ich jetzt schon ein bisschen gefahren. Ist hervorragend, total hartes Bremspedal, also da ist gar kein Fading, das klappt wunderbar. Auch wenn die Bremsen jetzt natürlich schon ganz schön mitgenommen sind, also die Scheiben meine ich jetzt und auch die Bremssättel selber, die muss ich auf jeden Fall nach dem Track Day dann nochmal aufarbeiten. Da habe ich ja auch schon neue Bremssättel besorgt. Das seht ihr dann irgendwann in einem separaten Video, wie ich die Bremssättel
wieder aufarbeite. Bedeutet, ich werde einfach neue Bremssättel montieren und die alten wieder aufarbeiten. So habe ich das Auto weiterhin in Benutzung und es kann nichts schief gehen. Und für euch ist eben auch noch mal ein bisschen Information dabei, wie das aussieht, wenn man so einen Bremssättel aufarbeitet. Jetzt war es das fürs heutige Video. Wie gesagt, relativ wenig Information im heutigen Video. Lediglich, wie schwer eben diese Titanradbolzen sind im Vergleich zu den normalen. Dann eben noch ein paar Informationen, was ich immer mache, bevor ich auf die Rennstrecke gehe. Ihr könnt auch sehen, ich habe die Felgen noch mal gereinigt. Einfach, da war noch mal Gummiabrieb und sowas, dass das wieder weg ist. Auch, dass das insgesamt ein bisschen sauberer ist für den Fall, dass dann doch irgendwo Bremsflüssigkeit austreten sollte oder sowas. Track Day ist ja noch mal eine andere Beanspruchung. Sehe ich das einfach besser, wenn die Felge sauber ist. Und ja, es hat sich jetzt einfach angeboten, wo die Räder weg waren, beziehungsweise die Felgen demontiert waren, das einmal sauber zu machen. Wie gesagt, die Bremsscheiben einmal gereinigt, von diesem Staub befreit. Jetzt sollte das eigentlich alles funktionieren am Track Day. Wie immer hoffe ich, es war etwas Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Dann im Idealfall ein paar Bilder von der Rennstrecke. Wenn alles klappt, lade ich da wieder was hoch. Und ja, Reifen habe ich gesehen, sind auch fällig. Ja, es ist immer was zu tun. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Gerne auch beim nächsten Video wieder mit einschalten. Bis dahin, ciao.